What a marvelous presentation that was. Was für eine wunderbare Darbietung war das. My soul was not ready for it to end. Also meine Seele war noch nicht ganz bereit dafür, dass es jetzt aufhören soll. Thank you for such a thrilling moment of being blessed by music. Danke für so einen besonderen Moment, in dem wir durch die Musik gesegnet wurden. Well, at the end of a long day, we understand the meaning of the remnant. Also am Ende eines langen Tages verstehen wir die Bedeutung des Ausdrucks Übrige. We are experiencing that. Wir erleben das gerade. And I thank you for being here for the whole day. This has been a long day. Und ich danke euch, dass ihr den ganzen Tag hier seid. Es war ein langer Tag. And we've had very, I think, insightful, stimulating presentations. Und wir hatten wirklich Präsentationen mit viel Einsicht. As we think about a difficult topic in the life of the church. Ja, denn wir denken über ein schwieriges Thema im Leben der Gemeinde nach. This evening we want to pick up from the point where we stopped this morning. Heute Abend wollen wir an der Stelle den Faden aufnehmen, wo wir ihn heute Morgen haben liegen lassen. We're talking about relationships between church organization and independent organizations. Wir sprechen über die Beziehung zwischen der Gemeindeorganisation und unabhängigen Initiativen. I remind you again that we're not talking about theological difference or dissidence in the church. Also wir sprechen hier nicht über theologische Unterschiede und Problematiken in der Gemeinde. That's another dimension of the problem. Das ist eine weitere Dimension dieses Problems. But one of the area that we're trying to focus on is organizational relationships. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf organisatorische Beziehungen. And we said this morning that the history of Christianity is one of a changing relationship between official church structure and the role and initiative of church members. Wir haben heute Morgen gesehen, dass die Geschichte der Kirche ja so ein Wechselbad ist in dieser Beziehung zwischen der organisierten Kirche und unabhängigen Initiativen. We observed that many of the great mission advances in the life in the history of the church have been the result of independent initiative. Wir haben gesehen, dass viele Dinge, die im Bereich Weltmission vorangetrieben wurden, durch Laieninitiativen geschehen sind. And we posed 3 questions. Und wir haben 3 Fragen gestellt. Number 1, to whom was the gospel commission given? Was it given to the church as an organizational unit, or was it given to people as members of an invisible body? Ja, die Frage war, wem wurde der Missionsauftrag gegeben? Der Gemeinde als Organisation oder Leuten, die zu dem unsichtbaren Leib Jesu gehören? We talked a little bit about the authority of the Und church. wir haben über die Autorität der Gemeinde gesprochen. And the third question we raised is, to what extent does the church have the right to the resources of its members? Und die dritte Frage war, in welchem Ausmaß hat die Gemeinde das Recht, auf die Ressourcen ihrer Gemeindemitglieder zurückzugreifen? So we ended the morning with this question, a relationship of exclusiveness or mutuality. Und wir haben heute Morgen mit dieser Frage geendet, ist diese Beziehung eine Beziehung, die sich ausschließt, also der Exklusivität oder der Gemeinsamkeit, des Miteinander? Are we to view boundaries and distance between the church as an organization and lay member initiative as an organization? Also brauchen wir Grenzen und Distanz zwischen Gemeinde und Laieninitiativen. I think we would recognize that in reality the church needs individual and independent initiatives and vice versa. Und wir sind uns daran, denke ich, einig, dass die Gemeinde die Initiative von Einzelnen und unabhängigen Initiativen braucht. Und es ist umgekehrt genauso. The church needs the initiative of its members. Die Gemeinde braucht die Initiative ihrer Gemeindeglieder. But members also need the church as organization and structure. Aber die Gemeindeglieder brauchen auch die Gemeinde als Organisation und Struktur. Each one has strengths and limitations. Und beide Seiten haben ihre Stärken und Grenzen. And let's think about the church for a moment. Church leadership is accomplished more through collaboration than through control. Und denken wir mal einen Moment an Gemeinde. Die Leitung in der Gemeinde geschieht eher durch Zusammenarbeit und nicht so sehr durch Kontrolle. It is a temptation. It's attached to the very thing of organizational structure for leadership to fall into the expectation that
my role is to control. Es ist eine Versuchung, dass die Leiter dass Leiter in die Rolle fallen, dass sie denken, meine Aufgabe ist es zu kontrollieren. But we need to understand in the church that the church is made up of voluntary participation. Aber- Members come to the life of the church voluntarily. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass die Gemeinde aus freiwilligen Mitarbeitern besteht, aus Gemeindemitgliedern, die freiwillig ihre Gaben einsetzen für den Dienst der Gemeinde. The church as an organization is not like the government. Die Gemeinde als Organisation ist nicht wie die Regierung. It is not like the military, Sie ist auch nicht wie das Militär. nor is it like a business corporation. Auch ist sie nicht wie eine Geschäftsfirma. The nature of church structure depends on the voluntary participation of people. Die Natur der Gemeindestruktur basiert auf dem freiwilligen sich Einsetzen ihrer Glieder. So the task of leadership in the church is more one of vision and inspiration than of control. Also die Aufgabe der Leiterschaft besteht mehr darin, Visionen zu entwerfen, als zu kontrollieren. Even though there are some elements of church leadership life that involve control. Natürlich gibt es aber dennoch einige Elemente im Bereich der Leiterschaft der Gemeinde, die auch Kontrolle mit einschließen. Now we look at independent ministries. Und jetzt schauen wir uns die unabhängigen Initiativen an. In some ways, I dislike the word independent Also irgendwie mag ich diesen Ausdruck unabhängig nicht. because that suggests a separation in our mind. Denn dieser Ausdruck, der suggeriert eine Trennung in unserem Denken. Independence means, to some extent, separateness. Denn unabhängig legt den Gedanken der Trennung nahe. And perhaps in our thinking in the life of the church, we need to be talking more about supporting ministries rather than independent ministries. Darum ist besser, dass wir über unterstützende Dienste sprechen, statt über unabhängige Dienste. When lay members use their resources, their energies, their initiatives, and their organizing skills and so forth to add to the life of the church, Wenn Laienglieder ihre Ressourcen, ihre Kraft einsetzen, um das Leben der Gemeinde zu fördern to amplify the mission of the und church, die Mission der Gemeinde zu verstärken, these are things that we would call supporting ministries. dann sind das Dinge, die wir unterstützende Dienste nennen. So we need to find ways of affirming that in the life of the church Und wir müssen Wege finden, dass wir dazu im Leben der Gemeinde ermutigen. and providing an understanding of the role of the church and of the laity. Und wir müssen die Rolle der Gemeinde und der Laien verstehen. Let's think about this relationship and the differing roles. Denken wir mal über diese Beziehung und diese verschiedenen Rollen nach. The role of the church is to preserve gospel teaching and prevent error. Die Rolle der Gemeinde ist, dafür zu sorgen, dass das Evangelium gelehrt wird und vor Fehlern zu bewahren. It's made very clear in the writings of Paul Das wird in den Schriften von Paulus sehr deutlich gemacht. about the role of leaders in the church and the church itself. Denn er beschreibt dort die Rolle der Gemeinde und der Leiter. Another thing that is the role of the church is to provide a setting for worship, for fellowship, for nurture, and for training. Eine weitere Aufgabe, die die Gemeinde hat, ist ein Umfeld zu schaffen für Anbetung, Gottesdienst, Gemeinschaft, für Glaubenswachstum und Ausbildung für den Zeugendienst. The church has received the gospel commission, Denn die Gemeinde hat den Missionsauftrag empfangen. and it sees the gospel commission as being something that is worldwide. Und sie sieht den Missionsauftrag als etwas Weltweites an. So one of the roles of the church is to help the members of the church to sense an involvement in global mission. Und eine Aufgabe der Gemeinde besteht darin, der Gemeinde zu helfen, zu spüren, dass sie bei einer globalen Mission I think it involviert sind. was it Dr. Tim's presentation this afternoon in which he was pointing out that a dissident movement or some movement that separates itself from the church has a great deal of difficulty in figuring out how it's going to carry the message to the whole world. Heute Nachmittag ist deutlich geworden, dass so eine kleine Splittergruppe es sehr schwer haben dürfte, so diesen weltweiten Missionsauftrag auszuführen. Another role of the church is to gather and distribute resources for sustainable growth. Eine weitere Aufgabe der Gemeinde besteht darin, Ressourcen zu sammeln und zu verteilen,
um ein nachhaltiges Wachstum zu fördern to give context and continuity to the work. und um die Arbeit in den richtigen Kontext zu setzen und ihr Kontinuität zu verleihen. You know, one of the difficulties that we find around the circle of the globe is Eine Schwierigkeit, die wir so auf der ganzen Welt finden, that sometimes a supporting ministry will come alongside the church, all on its own initiative, and it will do some marvelous project. ist, dass manchmal so eine Laieninitiative kommt, nicht in Verbindung mit der Gemeinde und ein tolles Projekt auf die Beine stellt. Maybe it will carry on that project for a few years, but ultimately, Und vielleicht wird diese Initiative, dieses Projekt ein paar Jahre am Laufen halten. the people pass on, Aber dann gehen die Leute weiter. and then there are no more resources for the project, Und dann gibt es für dieses Projekt keine Ressourcen mehr. and the thing begins to wither. Und das Projekt fällt in sich zusammen. You see, one of the roles of the church is to give stability and ongoing life to its mission programs. Eine Aufgabe der Gemeinde besteht doch darin, ihren Missionsprogrammen Kontinuität und Dauerhaftigkeit zu geben. This is something that's very difficult for a supporting ministry to do. Und das zu schaffen, das zu erreichen, ist für so einen unterstützenden Dienst sehr schwierig. I think this evening of a particular area in the world Ich denke heute Abend an ein bestimmtes Gebiet auf der Welt, where just a very small group has contributed vast resources for evangelism and for building churches. wo eine kleine Gruppe viele Ressourcen gegeben hat, um eine Gemeinde zu bauen und zu evangelisieren. And there were huge evangelism campaigns, Und es gab dort riesige Evangelisationen, large numbers of baptisms, ja, viele Taufen and churches were built. und Gemeinden wurden gebaut. But unfortunately, the church structure in that area was unable to provide pastors for those churches. Aber leider war die Gemeindestruktur in dieser Region nicht in der Lage, für diese neuen Gemeinden Prediger abzustellen. So what happened after a fairly short time is that the members scattered Und schon nach kurzer Zeit haben die Gemeindeglieder sich verstreut and the churches were closed down. und die Gemeinden wurden geschlossen. You see, it was a very good initiative, Versteht ihr, es war eine sehr gute Initiative. but it needed to be connected to the life of the church Aber sie musste mit dem Leben der Gemeinde verbunden sein, so that what was started could be continued. damit das, was begonnen wurde, auch fortgeführt werden kann. And there are unfortunately many occasions, well, let me not exaggerate, there are occasions when the communication between a supporting ministry and the church just is not sufficient. Und es gibt Fälle, wo die Kommunikation zwischen einem unterstützenden Dienst und der Gemeinde einfach nicht ausreicht. So one of the roles of the church is to give stability to its mission advance. Also eine Rolle der Gemeinde ist, den Missionsbemühungen Stabilität zu geben. And lastly, in our description of the role of the church, to provide member engagement, to give members a role in deciding. Und schließlich besteht die Aufgabe der Gemeinde darin, den Laiengliedern eine Rolle zu geben, mitzuentscheiden. You know, I'm embarrassed to say to you tonight that there are still many areas in the world church where the executive committee of the conference has very few lay members on it. Und es ist für mich beschämend zu sagen, dass es immer noch Teile in der Welt gibt, wo in den Vereinigungsausschüssen sehr wenig Laienglieder mit involviert sind. And here we need to be finding ways to involve the lay members in the life and the decision making of the church. Wir müssen einfach Wege finden, um die Laienglieder auch in die Entscheidungsprozesse der Gemeinde mit hineinzunehmen. I'm not sure what is your pattern of executive committee membership here in Germany, but I think it is probably better than in many other parts of the world. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis von hauptamtlich Angestellten und Laiengliedern in unseren Vereinigungsausschüssen ist, aber ich vermute, es ist besser als in anderen Teilen der Welt. Now let's think for a moment about the role of individuals. We've talked about the role of the church. Denken wir jetzt einen Moment mal über die Rolle der Einzelnen nach. Wir haben jetzt über die Rolle der Gemeinde Now let's talk nachgedacht. about the role of individuals and independent ministries. Aber jetzt sprechen wir mal über die Rolle von Einzelnen und von unabhängigen Initiativen. First of all, their role is to translate theology into practical life. Also ihre Rolle besteht darin, die Theologie ins praktische Leben zu übertragen.
and to carry the gospel from the worship place to the und das marketplace. Evangelium vom Anbetungsort quasi ins wahre Leben zu übertragen. This is the role of the laity, Das ist die Rolle der Laien. to translate what is discovered, what is experienced in the life of submission to Jesus Christ, and to make it practical in the workplace. Ja, das zu nehmen, was in der Verbindung mit Jesus Christus gelernt wird und entsteht, und es in das praktische Leben hineinzunehmen. I'm speaking as a leader of the church, we Wir- who are leaders of the church, Wir, und ich spreche als Leiter der Gemeinde, need to encourage the laity to take initiative in their place of service. müssen die Laien ermutigen, Initiative zu ergreifen im Dienst. I think we need to come to the place where we recognize that teaching math and being a mechanic is also as important as a minister. Und ich denke, wir müssen an den Punkt kommen, dass wir erkennen, dass Mathematik zu unterrichten oder ein Mechaniker zu sein genauso wichtig ist wie die Arbeit eines Predigers. Because this is the mission field in which God has placed me. Denn das ist das Missionsfeld, in das Gott uns gestellt hat. So as a leader of the church, my relationship with the members of the church is not just to get them to do my programs. Also als Leiter der Gemeinde besteht meine Aufgabe nicht nur darin, die Laien dahin zu bekommen, meine Programme zu unterstützen Hand out this literature. und diese Literatur zu verteilen Sponsor this many subscriptions. und so viele Abos zu sponsern. Yes, I want that to be part of membership life. Ja, ich möchte, dass die Gemeindeglieder das auch tun. But I also want every member of the church to sense that God has given to me a mission field. It is the place where I work. Aber ich möchte, dass jedes Gemeindeglied spürt, dass Gott ihm ein Missionsfeld gegeben hat, den Ort, an dem er arbeitet. The role of the laity is to invest its resources in the mission of the church. Die Rolle der Laien besteht darin, ihre Ressourcen in die Mission der Gemeinde zu investieren. You know, the Seventh-day Adventist Church has been blessed in so many remarkable ways. Die Adventgemeinde ist auf so viele wirklich bemerkenswerte Weise gesegnet worden. Just a few years ago, one family gave to the church $110 million worth of tithe. Vor ein paar Jahren hat eine Familie 110 Millionen Dollar an Zehntengeldern gegeben. $110 million in the space of 3 months' time. Innerhalb von 3 Monaten haben sie 110 Millionen Dollar Zehntengelder A gegeben. family with vast resources Eine Familie mit riesigen Ressourcen. and able to do marvelous things. Und sie waren in der Lage, erstaunliche Dinge zu vollbringen. Out of their commitment, gave to the church their tithe. Ja, und durch ihre Hingabe haben sie der Gemeinde ihren Zehnten gegeben. But that was only their tithe. Aber das war ja nur ihr Zehnter. They had other resources to give, Sie hatten andere Ressourcen, die sie gaben. and they have given it in various ways, not always through the church. Und sie haben diese Mittel auf verschiedene Weise eingesetzt, nicht immer durch die Gemeinde. Sometimes they have sponsored specific projects. Manchmal haben sie konkrete Projekte unterstützt. These initiatives have been a blessing, Und diese Initiativen waren ein Segen. as have many other people who have given sacrificially So wie, for the mission of the church. so wie andere Leute ein Segen waren, die ganz opferbereit ihre Gaben gegeben haben. So we need to see the role of the church as an organization and independent, or I would call them supporting ministry organizations, as complementary roles. Also wir müssen diese beiden Rollen, also die Rolle der Gemeinde und der unterstützenden Werke, als einander ergänzend sehen. But they should not be seen as placing the church and independent ministries on the same level. Aber sie sollten auch nicht so betrachtet werden, als würden die Gemeinde und diese unabhängigen oder unterstützenden Dienste auf einer Ebene stehen. Or on an equal level. The church must clearly remain the focal point. Die Gemeinde muss der Brennpunkt bleiben. And the reason for this, I think we can understand readily from Scripture, because the Bible implies that the church is the fullest expression of the kingdom of God. Und den Grund dafür finden wir in der Bibel, denn die Bibel sagt, dass die Gemeinde der volle Ausdruck des Reiches Gottes auf der Erde ist. I mentioned to you Ephesians chapter 1.
Ich habe über Epheser Kapitel 1 gesprochen, where Paul says, He, that is God, put all things under Christ's feet. wo es heißt, und er, also Gott, hat alles unter seine, das sind Christi, Füße getan Go ahead, verses 22 and 23. und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. We began this morning with Jesus' statement that he will build his church. Wir haben heute Morgen mit der Aussage begonnen, dass Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. It is his church, Es ist seine Gemeinde, not mine, nicht meine Gemeinde, his. seine Gemeinde. I may be a leader in the church, but it's not my Ich church. mag Leiter in der Gemeinde sein, aber es ist nicht meine Gemeinde. My leadership always has to bear in mind that this is Christ's church. In meiner Leiterschaft muss ich immer bedenken, dass das Christi Gemeinde ist. My role as a layperson always has to bear in mind that the church belongs to God. Und in meiner Rolle als Laienglied muss ich immer daran denken, dass die Gemeinde Gott gehört. Now let's realize something very important here. It is possible for the church to make mistakes. Und lass uns etwas klarstellen. Es ist möglich, dass die Gemeinde Fehler macht. The church is not a perfect organization. Die Gemeinde ist nicht eine vollkommene Organisation. The leaders of the church are just as human as the lay members of the church. Die Leiter der Gemeinde sind genauso menschlich wie die Laienglieder. And we must be careful, those of us who are in leadership must be careful that we build a boundary between us and the lay members of the church. Und wir als Leiter müssen aufpassen, dass wir nicht eine Grenze ziehen zwischen uns und den Gemeindegliedern. So many times when there is tension in the church, it grows out of injured relationships. Oft, wenn es Spannungen in der Gemeinde gibt, kommen sie aus verletzten Beziehungen. It is not something that grows out of difference in ideas. Es wächst also nicht aus unterschiedlichen Ansichten. It is more often something that grows out of difficulty in Diese relationships. Spannungen entstehen durch Schwierigkeiten in Beziehungen. And so what I say to leaders of the church, because I have done some leadership training as I traveled around, what I say to leaders of the church Und was ich den Leitern der Gemeinde sage, und ich habe viele Leiter ausgebildet, is that the most important task of leadership is to build trust. ich sage ihnen, die wichtigste Aufgabe von Leiterschaft besteht darin, Vertrauen zu bauen. Building trust is more important than having programs. Vertrauen aufzubauen ist wichtiger als Programme zu haben. Building trust is more important than balancing budgets. Vertrauen aufzubauen ist wichtiger als Budgets im grünen Bereich zu halten. Because the church is an organization that is based on voluntary participation. Denn die Gemeinde ist doch eine Organisation, die abhängig ist vom freiwilligen Dienst. An atmosphere of trust and confidence in leadership is absolutely essential. Darum ist eine Atmosphäre des Vertrauens gegenüber der Leitung absolut notwendig. Where trust exists, all other resources come to the life of the church. Dort, wo Vertrauen existiert, kommen alle anderen Ressourcen in die Gemeinde hinein. Where trust diminishes, all other resources begin to disappear. Wo Vertrauen kaputt geht, verschwinden alle anderen Ressourcen. So while we say that the church has to remain the focal point in this relationship of church structure and supporting ministry structure, Also wenn wir sagen, dass die Gemeinde der feste Punkt bleiben muss zwischen der Gemeinde und den Laieninitiativen, we who are leaders in the church must be humble enough to recognize, yes, that we can make mistakes. müssen wir als Leiter in der Gemeinde demütig genug sein, um zuzugeben, ja, auch wir können Fehler machen. And that sometimes when the laity is giving us a message, these are messages we need to hear. Und dass manchmal, wenn die Laien uns eine Botschaft geben, das eine Botschaft ist, die wir wirklich hören müssen. For the most part, members of the church are very loyal to the church, Denn die meisten Gemeindeglieder sind der Gemeinde gegenüber sehr loyal. but they can sometimes see our humanity better than we can. Aber manchmal sehen sie unsere Menschlichkeit besser, als wir sie selbst wahrnehmen.
Therefore, as leaders, we ought to welcome the engagement of lay members in the life of the church, Darum sollten wir als Leiter das Engagement von Laiengliedern im Leben der Gemeinde willkommen heißen. in the decision-making of the church, Auch im Entscheidungsprozess der Gemeinde. and in holding leadership accountable. Und auch wenn es darum geht, die Leiter zur Verantwortung zu ziehen. These are the things that will help to build confidence and trust. Das sind die Dinge, die helfen, Vertrauen und Vertrauen zu schaffen. I want also to share a couple of statements from Ellen White in which she's talking about this centrality, this focal point of the church. Ich möchte mit euch ein paar Aussagen von Ellen White teilen, wo sie darüber spricht, wie zentral die Gemeinde ist. She says, very close and sacred is the relationship between Christ and the Sie church. sagt, die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde ist sehr nah und heilig. He the bridegroom, the church the bride. Er ist der Bräutigam, die Gemeinde die Braut. He the head and the church the body. Er das Haupt, die Gemeinde der Leib. Connection with Christ then involves connection with his church. Die Verbindung mit Christus involviert also die Verbindung mit seiner Gemeinde. It seems to me that is a very key insight Mir scheint, dass das hier eine ganz zentrale Einsicht ist. about how I should live my spiritual life. Darüber, wie ich mein geistliches Leben leben sollte. Connection with Jesus will obligate me to connection with his Die church. Verbindung mit Jesus verpflichtet mich zur Verbindung mit seiner Gemeinde. I would find it very difficult to understand how I can distance myself from the church and be critical of the church Ich kann nur schwer verstehen, wie ich mich von der Gemeinde distanzieren kann, die Gemeinde kritisieren kann, even when its human leaders might be faulty. sogar wenn die menschlichen Leiter fehlerhaft sind. But to think that I, in my spiritual life, can be successful, can be growing in my spiritual life, and yet have an animosity or a reservation about the validity of the church. Also es ist schwer zu verstehen, wie ich in meinem eigenen geistlichen Leben siegreich sein kann und dennoch der Gemeinde gegenüber feindlich stehe. One more statement. Noch eine Aussage. The church is organized for service, Die Gemeinde wurde für den Dienst organisiert. and in a life of service to Christ, connection with the church is one of the first steps. Und in einem Leben des Dienstes für Christus ist die Verbindung mit der Gemeinde einer der ersten Schritte. Loyalty to Christ demands the faithful performance of church duties. Die Treue Christus gegenüber erfordert das treue Erfüllen der Verpflichtungen in der Gemeinde. Again, I think she's underlining a very important Und understanding noch einmal, ich glaube, sie unterstreicht hier ein ganz wichtiges Verständnis. that while we need to affirm the life and initiative of organizations that are advancing the mission of God, Dass während wir auf der einen Seite den Dienst von Organisationen, die Gottes Werk voranbringen und gutheißen sollen, church organization has to be considered primary. dann ist doch die Gemeindeorganisation von hoher Wichtigkeit. We never take it out of the picture. Wir nehmen die Gemeindeorganisation niemals aus dem Bild heraus. And supporting ministries are to support the church Und- and its ministry. Und unterstützende Dienste sollen die Gemeinde und ihre Arbeit unterstützen. It is within the context of full commitment to God and the church that individuals and groups make their best contribution to the proclamation of the gospel. Es ist im Kontext der vollen Hingabe an Gott und an die Gemeinde, dass Einzelne und Gruppen ihren besten Beitrag für die Verkündigung des Evangeliums leisten können. But the church must provide its members with an adequate sense of engagement in mission. Aber die Gemeinde hat die Aufgabe, ihren Gemeindegliedern den Sinn zu geben, dass sie sich engagieren sollen in der Mission. The task of church leaders is to lead, not to control, Die Aufgabe von Leitern ist zu leiten, nicht zu kontrollieren, to inspire, to engage, to involve, zu inspirieren, zu involvieren. to train the members Ihre Aufgabe ist es, Gemeindeglieder auszubilden
and empower them to use their ability and their resources in advancing the mission of God and the life of the und church. sie zu bevollmächtigen, ihre Fähigkeiten und Ressourcen einzusetzen, um die Mission Christi und das Werk der Gemeinde voranzubringen. So let's look at a few principles of relationship. Also schauen wir uns ein paar Prinzipien in Bezug auf diese Beziehung an. First of all, I would say the church needs to be supportive of lay ministries and strongly affirm them. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass die Gemeinde diese unterstützenden Dienste unterstützen soll. We must take caution against polarizing the church and the laity, because the church is the laity and the leaders. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir keine Polarisierung fördern zwischen Gemeinde und den Laien. The clergy does not own or control the church, they are its servants. Und die hauptamtlichen Geistlichen sollen nicht, sie besitzen die Gemeinde nicht, sie sollen die Gemeinde nicht kontrollieren, sie sind Diener der There's a Gemeinde. very important mindset that needs to possess all those who are called to be leaders in the church. Ja, das ist eine ganz grundlegende Einstellung, die all die haben müssen, die Leiter in der Gemeinde sind. To learn how to lead as servants. Nämlich zu lernen, wie man als Diener leitet. It comes back to the matter I expressed earlier about the necessity of church leadership. It's true in all voluntary organizations that leadership has to build trust. Also, das ist in allen freiwilligen Organisationen so, dass Leiter Vertrauen aufbauen müssen. Some years ago, there was a person who had been in a business corporation. He was the head of a business corporation. Vor ein paar Jahren war dort der Chef einer geschäftlichen Firma. He made a lot of money and decided to retire before retirement age. Er hatte viel Geld verdient und sich entschlossen, schon vor dem Renteneintrittsalter sich zur Ruhe zu setzen. And a few months after retirement, he realized there wasn't much to do and he had a lot of energy left. Und ein paar Monate nach seiner Pensionierung merkte er, oh, es gibt so viel zu tun und er hat noch so viel Energie übrig. So he decided to volunteer to lead in a not-for-profit organization. Und so hat er sich freiwillig gemeldet, um in einer Non-Profit-Organisation zu leiten. He had made plenty of money in the business corporation. Er hatte im Geschäftsleben viel Geld verdient. Now he said, I will volunteer, I will give my time as a leader in a not-for-profit organization. Und so sagte er, ich werde jetzt freiwillig meine Zeit einsetzen in einer Non-Profit-Organisation. So after a few months' time, he found an organization that welcomed him as their leader. Und nach ein paar Monaten fand er eine Organisation, die ihn als Leiter mit offenen Armen empfing. And about a year later, he wrote an article. Und ein Jahr später schrieb er einen Artikel. It was in one of the famous business journals in the United States. He wrote an article about the difference between a business corporation and a voluntary organization. Und dann schrieb er einen Artikel, der in einer bekannten Wirtschaftszeitschrift publiziert wurde. Ein Artikel, in dem er beschrieb, wie das Leiten in einer Firma und das Leiten in einer Non-Profit-Organisation ganz verschieden sind. He said, I have made my money in business. Er sagte, ich habe mein Geld im Geschäftsleben verdient. Now I have devoted my time to a voluntary organization. Und jetzt habe ich meine Zeit eingesetzt in einer freiwilligen Organisation. And I had a huge lesson to learn about leadership. Und ich hatte eine große Lektion zu lernen über Leiterschaft. I came into this voluntary organization, Ich kam in diese Organisation hinein and people were saluting me, und die Leute grüßten mich. and I felt that I was in command, Und ich hatte das Empfinden, dass ich hier am Steuer saß. that I was standing at the wheel of a very large ship, Dass ich hier am Steuer unseres großen Schiffes stehen würde. and I was turning the wheel. Und ich stellte mir vor, wie ich das Rad drehte. And he said it took me about 3 weeks to realize Und er sagte dann, es brauchte 3 Wochen, bis mir Folgendes klar wurde. that this thing I had my hands on the ship, Er sagt, das Ding, das ich da gerade in den Händen hielt, was not connected to the rudder. das war nicht mit dem Ruder verbunden. I had to learn a new style of leadership. Ich musste einen neuen Stil von Leiterschaft lernen. I was acquainted with the corporation model of leadership. Er sagte, ich war gewohnt an Leiterschaft im Geschäftsleben. What I had to learn was a servant style of leadership. Aber jetzt musste ich den Stil eines geistlichen oder eines dienenden Leiters lernen. And I think he was not in a religious organization, but I think his story speaks well to the life of the church. Aber nun, das war keine religiöse Organisation und dennoch erzählt seine Geschichte uns viel über das Leben in der Gemeinde.
that we need to learn how to lead in that way. Nämlich, dass wir lernen müssen, auf diese dienende Weise zu leiten. The role of church leadership embraces more than the control of resources. Die Rolle der Leitung in der Gemeinde umfasst mehr als die Kontrolle der Ressourcen. In this relationship, we need to realize what happens with technology. In dieser Beziehung müssen wir verstehen, was mit der Technologie passiert. We are all, caught up in the wave of new technology that has come and keeps coming over us in the last 15, 20 years. Ja, wir sind alle eingenommen von der Technologie, die letzten 10, 20 Jahre gekommen ist. Not many years ago, it would take the global church putting its resources together to have a TV station and a TV program. Vor einigen Jahren war es noch notwendig, dass eine globale Gemeinde ihre Ressourcen zusammenlegt, um eine Fernsehstation aufzubauen. Some of you may remember several years ago now when the whole church got together and had a general conference session offering that we would set up a radio station in Guam. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wie auf einer GK-Vollversammlung die Gaben zusammengetragen wurden, um eine Radiostation auf Guam aufzubauen. Nowadays, a local church can do that. Heutzutage kann eine Ortsgemeinde das tun. We think back to the days when the church set up publishing houses. Wir denken an die Tage zurück, wo die Gemeinde Verlagshäuser gegründet hat. Nowadays, any person with a computer and a printer can be a publisher. Heutzutage kann jeder Mensch mit einem Computer und einem Drucker etwas veröffentlichen. The world has changed so dramatically. Die Welt hat sich so dramatisch verändert. What used to require all of us working together can now be done by small groups. Was früher nur möglich war, wenn alle zusammenarbeiten, kann jetzt durch kleine Gruppen geschehen. So we find in the life of the church today many different initiatives popping up. Und so finden wir im Gemeindeleben heute viele Initiativen. As church leaders, we should not be fearful of this. Als Gemeindeleiter sollten wir davor keine Angst haben. But as those who are involved in these initiatives, we need to be conscious of working together with the church. Aber diejenigen, die in solchen Initiativen engagiert sind, sollten sich bewusst sein, dass es wichtig ist, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten. To make sure that the things we start, that we initiate, can be continued. Um sicherzustellen, dass die Dinge, die wir beginnen, die wir initiieren, auch fortgeführt werden können. The goal of church leaders and laity leaders and their action should be synergy, not competition. Also die Gemeinde und die Laien in ihrer Arbeit, sie sollten eine Synergie schaffen und nicht im Wettstreit miteinander stehen. Now you will see that what we're talking about tonight is so much is dependent upon the attitude with which I come to this relationship of church and supporting ministry. Worüber wir heute reden, hängt so viel mit der Einstellung zusammen, die ich habe gegenüber der Gemeinde und ihren Diensten. In the global church today, supporting ministries are doing many marvelous things. In der globalen Arbeit der Gemeinde tragen die unterstützenden Dienste wirklich Großartiges bei. In the life of the global church today, there are some ministries that unfortunately have seen themselves as so independent that they are critical of the church. Aber im Leben der globalen Adventgemeinde gibt es auch die Dienste, die sich so unabhängig fühlen, dass sie kritisch gegenüber der Gemeinde arbeiten. And I don't want to mention any names or any specifics. I mean, you can find those things out. If you have ministries like that operating in your territory, you will soon know. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, ihr könnt das leicht herausfinden, wenn ihr solche Dienste habt, die in eurem Gebiet As has arbeiten. been mentioned earlier today, be cautious about those who feel it necessary to criticize the church. Und wie heute schon gesagt wurde, seid vorsichtig denen gegenüber, die es für eine Tugend halten, die Gemeinde zu kritisieren. The church does need some criticism, Die Gemeinde braucht Kritik, but that criticism is best coming from those within the church aber diese Kritik kommt am besten von denen innerhalb der who Gemeinde, are also committed to the life and the health of the church. die sich der Gesundheit und dem Leben der Gemeinde verpflichtet fühlen. It's those people that can be the most helpful. Das sind die Leute, die am hilfreichsten sein können. Trust building, transparency, and accountability in all of our practices, whether we're in a supporting ministry or in the church. The idea is the same. Und ob wir jetzt in der Gemeinde sind oder in einem unterstützenden Dienst, der Gedanke ist im Grunde der gleiche. Wir brauchen Vertrauen, Transparenz und gegenseitige Verantwortung. You know, some people have asked me from time to time, is it all right if I give some of my money to a supporting ministry? Leute haben mich immer wieder gefragt, ist es in Ordnung, wenn ich etwas von meinem Geld
an eine unterstützende Initiative gebe? Or should I give all of my resources to the church? Oder sollte ich alle meine Ressourcen an die offizielle Gemeinde geben? My answer to them is this. Und ich antworte ihnen immer Folgendes. As a follower of Jesus Christ, your first obligation with your resources and your energies is the church. Und ich sage, als ein Nachfolger Jesu ist die erste Verantwortung, die du im Umgang mit deinen Ressourcen hast, die Gemeinde. Because this is his church. Denn das ist seine Gemeinde. That's your first obligation. Das ist deine erste Verpflichtung. Your obligation to the church is the returning of tithe Und deine Verpflichtung gegenüber der Gemeinde ist, dass du deinen Zehnten and gibst free will offerings. und freiwillige Gaben. If you have more that you want to give, you decide how much your offerings are to the church. Und wenn du mehr geben möchtest, dann entscheidest du, wie viel du der Gemeinde gibst. If you have more, you are free. Wenn du mehr hast, bist du frei. You can give to others. Du kannst anderen geben. But my counsel is to you, before you give to others, Aber mein Rat an dich ist folgender. Bevor du anderen etwas gibst, you find out what kind of an organization you are giving to. dann finde heraus, welche Art von Organisation du etwas geben möchtest. Does this organization have a board? Hat diese Organisation einen Verwaltungsausschuss? Is this organization larger than just a family? Ist diese Organisation größer als nur eine Familie? Does this organization provide financial statements? Veröffentlichte diese Organisation Finanzberichte? Does this organization have its financial records audited? Ja, werden die Finanzen dieser Organisation extern überprüft? You see, this is what every member expects of the church. Denn das ist ja das, was jedes Gemeindeglied von der Gemeinde erwartet. And it would only be appropriate if I'm going to support another organization with my resources that I expect transparency and accountability of another Und es organization. ist nur fair, dass ich von einer anderen Organisation die gleiche Transparenz und Verantwortung erwarte. Just as we expect trust building in the church, we expect trust building among lay organizations that claim to be supporting the church. So wie wir den Aufbau von Vertrauen in der Gemeinde erwarten, so erwarten wir das Gleiche von den unterstützenden Diensten. And another point that we've talked about a little bit earlier, that project activity of a supporting ministry must not ignore the need for long-term sustainability. Und ein weiterer Punkt, über den wir schon kurz gesprochen hatten, war, dass die Laienaktivität nicht das Bedürfnis nach langfristiger Nachhaltigkeit ignorieren darf. And I think that this is one of the reasons that we ought to be able to explain to supporting ministry organizations is one of the benefits to them in working with the church. Und wir können Ihnen sagen, das ist einer der Vorteile, wenn Sie mit der Gemeinde zusammenarbeiten. That the good that they do can be continued beyond the life of their organization. Nämlich, dass das Gute, das Sie tun, fortgesetzt werden kann über das Leben Ihrer Organisation hinaus. For the church has systems that are built into it that outlast any leader. Denn die Gemeinde hat ein System aufgebaut, das jeden Leiter überlebt. The General Conference has established a policy about supporting ministries. Die Generalkonferenz hat Richtlinien im Umgang mit unterstützenden Diensten aufgestellt. There are 6 criteria for supporting ministries. Für unterstützende Dienste gibt es 6 Kriterien. The first one is that the leaders and representatives of supporting ministries shall be loyal members of the church in good standing. Also das erste Kriterium besteht darin, dass die Leiter und Repräsentanten dieser unterstützenden Dienste loyale Mitglieder der Adventgemeinde sein müssen. The second is that the theological positions of supporting ministries and the emphasis placed on these will be in harmony with the fundamental beliefs of the church. Weiterhin sollen die theologischen Positionen der unterstützenden Dienste und die Betonung, die sie auf sie legen, in Harmonie sein mit den grundsätzlichen oder mit den Glaubensüberzeugungen der Siebenten-Tags-Adventisten. And a supporting ministry will not take up theological positions that are not addressed in the fundamental beliefs. Und dass sie keine theologischen Fragen vorantreiben, die nicht in unseren Glaubensüberzeugungen klargestellt sind. We will not take one little piece of what we believe to be truth and magnify that to be the centerpiece Also wir werden of nicht theology. einen kleinen Teil nehmen, den wir für richtig halten und ihn ganz groß darstellen als das Zentrum der Theologie.
There's a third. Leaders and representatives of supporting ministries shall support and cooperate with the goals and purposes of the church. Just the very thing we've been talking about. Und jetzt kommt der nächste Punkt und darüber haben wir im Grunde schon gesprochen, denn die Leiter und Repräsentanten der unterstützenden Dienste sollen die Freikirche der 7. Tags-Adventisten unterstützen, mit ihnen zusammenarbeiten in ihren Zielen und Absichten, durch ihre Worte und Taten. They are to view themselves as supporting the church, not independent of it. Sie sollen sich selbst als die Gemeinde unterstützend sehen und nicht als unabhängig von der Gemeinde. But this fourth point is very important. Aber auch der vierte Punkt ist sehr wichtig. Supporting ministries and their personnel shall clearly, explicitly state in their legal documents and in their dealings with third parties that they support the church, but that they are independent of its organizational structure. Also der vierte Punkt sagt, dass diese unterstützenden Dienste und ihre Mitarbeiter klar und ausdrücklich ausdrücken sollen in ihren öffentlichen Dokumenten und in ihrem Umgang mit Dritten, dass sie zwar die geistliche Mission der Gemeinde unterstützen, aber rechtlich gesehen unabhängig von der Gemeinde They are supporting, but they are not controlled by the church, and they're not legally affiliated Also sie with the sind church. unterstützend der Gemeinde gegenüber, aber sie sind nicht rechtlich verbunden mit der Gemeinde und werden auch nicht rechtlich kontrolliert von der Gemeinde. You know, there are some areas of the world today that have become so involved in litigation. Lawsuits, Okay, courts and so es forth. gibt Teile der Welt, wo es jetzt mittlerweile so viele Rechtsstreitigkeiten gibt. And every organization has to take some precautions to protect itself from other organizations or the apparent connection between organizations. Und jede Organisation muss Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sich da vor Rechtsstreitigkeiten zu schützen durch ihre Verbindung mit anderen Organisationen. The church has taken a great deal of time and energy to clarify in its own policies that we have organizations of the church, but it is not like a corporation. Also die Gemeinde hat viel Zeit und Mühe aufgewandt, klarzustellen, dass wir zwar verschiedene Einheiten haben in der Gemeinde, aber dass wir nicht sind wie eine große Organisation. And Firma. even with all of those protections in policy, we find in some parts of the world that when somebody goes to court, they take the church, the local conference, the union, the division, and the general conference as defendants. Und dennoch sehen wir, dass wenn jemand vor Gericht zieht, er die Ortsgemeinde, die Vereinigung, den Verband, die Division und die Generalkonferenz mit hineinzieht. So when the church asks supporting ministry organizations to clearly indicate that they are not part of church structure, they're not controlled by it, they're not legally affiliated by it, they're protecting themselves, and the church is protecting itself. Wenn die Gemeinde diese unterstützenden Dienste also bittet, dass sie klarstellen, dass sie rechtlich gesehen nicht Teil der Gemeinde sind, dann schützen sie sich selbst und sie schützen die Gemeinde. The fifth out of the 6 points in General Conference policy for supporting ministries is that supporting ministries shall not accept tithe from Seventh-day Adventist church members. Und der 5. Punkt besteht darin, dass unterstützende Dienste keinen Zehnten annehmen. But they will encourage all the people that they work with who are Seventh-day Adventists to faithfully present their tithes and commitments to the Seventh-day Adventist Church. Sondern dass sie alle Adventisten, mit denen sie zu tun haben, ermutigen, ihren Zehnten treu an die Gemeinde zu geben. The 6th point out of these 6 criteria for supporting ministries Und nun der 6. Punkt. is that when a supporting ministry goes outside its division territory, it will consult with the leadership. It will secure approval from leadership in the division to which it wishes to go. Der 6. Punkt besagt, dass unterstützende Dienste, wenn sie außerhalb ihrer Heimatdivision arbeiten, sie sich beraten mit den Leitern der anderen Division und ihre Genehmigung einholen. Now, this is a very sensitive area, Und das ist jetzt ein sensibler Bereich. and unfortunately, at times it's not well understood. Und manchmal wird das leider auch nicht richtig verstanden. For we have had some independent ministries who say, listen,
We're not subject to church structure. We can go anywhere we want. Denn wir haben einige Laieninitiativen, die sagen, wir unterstehen ja nicht der Gemeindestruktur, wir können hingehen, wo immer wir wollen. What we're trying to say here is that let us practice courtesy. Was ich hier sage ist, lasst uns einfach diese Höflichkeit praktizieren. I will not go into your house Ich werde doch auch nicht in dein Haus gehen, without first knocking on your door ohne dass ich vorher an deiner Tür geklopft habe and waiting for the invitation. und darauf warte, dass du mich hineinbittest. That's all we're saying. Das ist doch alles, worum es geht. Just be courteous. Seid doch einfach höflich. Recognize that the global church has set up an oversight and a supervisory structure that covers all areas of the church. Und anerkennt, dass die globale Gemeinde eine Struktur aufgebaut hat, die die ganze Welt umspannt. And if I'm going to step out of my house Und wenn ich aus meinem Haus gehe and I want to step into your house, und ich in dein Haus gehen möchte, at least I should be courteous enough to knock on the door dann sollte ich doch höflich genug sein, vorher anzuklopfen and to seek an invitation. und um eine Einladung zu bitten. Just this kind of courtesy being practiced by supporting ministry organizations will go a long way to building that complementarity and that trust that needs to exist in working with the church. Ja, schon allein diese Höflichkeit auf Seiten der unterstützenden Dienste erreicht eine Menge, wenn es darum geht, Vertrauen zu schaffen. So those are the six criteria for supporting ministries. Das sind also die 6 Kriterien für unterstützende Dienste. There's all kinds of room under these criteria for supporting ministries to be very actively involved in advancing the mission of the church. Unter dem Dach dieser Kriterien gibt es viel Platz für unterstützende Dienste, um das Werk der Gemeinde zu fördern. So how can we conclude this evening? Also wie können wir diesen Abend nun abschließen? I would say to you that the General Conference does not have a list of supporting ministries, that this is a supporting ministry, this is not a supporting ministry. Also wir als Generalkonferenz haben keine Liste, auf der steht, das sind unterstützende Dienste und das sind sie nicht. The General Conference does not make that kind of list. Nein, so eine Liste führen wir nicht. It has assigned that to divisions. Die Generalkonferenz hat diese Aufgabe den Divisionen übertragen. Each division can set up its own pattern of guidelines Jede Division kann ihre Richtlinien aufstellen, by which it affirms and endorses a supporting ministry, durch die sie einen unterstützenden Dienst anerkennt or under which it withdraws membership oder of a ministry. die Mitgliedschaft eines Dienstes entzieht. And we've had cases like that. Und wir hatten solche The Fälle. North American division perhaps is the division with the highest number of independent supporting organizations. Die nordamerikanische Division ist wohl die Division mit der größten Anzahl dieser Organisationen. And that division has a process whereby every organization that wants to be known as a supporting ministry has to meet these criteria. Und die nordamerikanische Division hat einen Prozess, den jede Organisation durchlaufen muss, die als unterstützender Dienst anerkannt werden möchte. Unfortunately, there have been occasions when ministry organizations have been taken off the list because they no longer met the criteria. Und leider gab es auch Fälle, in denen Organisationen von dieser Liste der unterstützenden Dienste gestrichen wurden, weil sie nicht länger diese Kriterien erfüllten. But I would like to leave with you this evening what I hope would be a positive view towards supporting ministries and the initiative of laity. Aber ich möchte, dass ihr eine positive Einstellung habt gegenüber Laieninitiativen, gegenüber unterstützenden Diensten. We have talked today about some very painful experiences with organizations, with individuals and organizations who have come into theological difference with the church. Wir haben heute über schmerzliche Erfahrungen gesprochen, Erfahrungen mit Organisationen oder Einzelnen, die in Konflikt mit der Gemeinde gerieten. But we must also recognize that there are many very complementary relationships in the life of the church. Aber wir müssen auch sehen, dass es sehr viele wirklich positive Beziehungen gibt im Leben der Gemeinde. As was mentioned earlier this afternoon, beware of those people or ministries that deal in criticism of the church in order to legitimize themselves. Und wie heute schon gesagt wurde, hütet euch vor Leuten oder auch vor Organisationen, die der Gemeinde kritisch gegenüberstehen und die Leiter kritisieren als ein Mittel, um selber Spenden einzusammeln.
Let us be humble and patient. Lasst uns demütig sein und geduldig. Let us have a consistent message, Lasst uns eine klare, konsequente Botschaft but verkündigen. recognize that we in the church, that our organizations, our committees, our boards can make mistakes. Aber auch anerkennen, dass wir in der Gemeinde mit unseren Organisationen, unseren Ausschüssen Fehler machen können. I thought last night in the interview, Dr. Laszlo, after his presentation, made this point about the importance of humility. Laszlo hat gestern in dem Interview davon gesprochen, wie wichtig diese Demut ist. We must encourage engagement rather than promoting distance. Wir müssen das Engagement und die Verbindung ermutigen und nicht so sehr die Distanz. That takes time Das braucht Zeit. to spend with each other. Zeit, die wir miteinander verbringen müssen. For church leaders to spend time with laity, for lay organizations to interact with the organized structure of the church. Es ist notwendig, dass Leiter Zeit mit Laien verbringen und umgekehrt, dass Laienorganisationen sich der Gemeinde zuwenden. Let's also recognize that the spirit of independence can occur within the church. Und lasst uns auch uns bewusst sein, dass dieser Geist der Unabhängigkeit auch innerhalb der Gemeindestruktur entstehen kann. The Seventh-day Adventist Church organization is really a marvelous type of organization. Ich glaube, dass die Organisation der 7. Tags-Adventisten schon bemerkenswert ist. There are ways in which religious organizations are defined. They can either be congregational or hierarchical. That's the way they organize their authority. Es gibt Wege, wie Denominationen beschrieben werden können, entweder als kongregationalistisch oder hierarchisch, so definieren sie ihre Autorität. Where would you put the Seventh-day Adventist Church in this line, where one end is congregational and the other is hierarchical? Wo würdet ihr die Adventgemeinde hier in diesem Spektrum einordnen, wo wir am einen Ende die kongregationalistischen Gemeinden haben, auf der anderen Seite die hierarchisch strukturierten Kirchen? In my understanding, you cannot put the Seventh-day Adventist Church there any place. In meinem Verständnis kann man die Adventgemeinde dort überhaupt nicht einordnen. You have to find a different way of describing the Seventh-day Adventist Man muss Church. einen anderen Weg finden, um die 7. Tags-adventistische Organisation zu beschreiben. Maybe we will come to the right word someday. Vielleicht finden wir eines Tages die richtigen Worte dafür. In the meantime, the idea that is in my mind is that the Seventh-day Adventist Church is interdependent. Und bis dahin, und das ist so der Gedanke, der mir im Sinne ist, dass die 7. Tags-Adventisten voneinander abhängig sind. We have distributed authority in the Seventh-day Adventist Church Denn wir haben die Autorität auf verschiedenen Ebenen verteilt, so that a local church has a certain kind of authority. sodass eine Ortsgemeinde eine bestimmte Autorität hat. A local conference has a certain kind of Eine authority. örtliche Vereinigung hat eine bestimmte Autorität. A union has a certain kind of authority. Ein Verband hat Autorität. And the General Conference and its divisions have authority. Und die Generalkonferenz und ihre Divisionen haben Autorität. But no part of the church has all the authority. Aber kein Teil der Gemeinde hat alle Autorität. We need each other. Wir We are brauchen- interdependent. Wir brauchen einander, wir sind voneinander abhängig. Now, one of the challenges that can occur in the life of the church Und eine Herausforderung, die im Leben der Gemeinde entstehen kann, is that any part of the church might use its authority ist, dass irgendein Teil der Gemeinde seine Autorität benutzt to the detriment of the rest of the church. und damit dem Rest der Gemeinde schadet. A constituency meeting of a conference has authority, Ja, eine Delegiertenversammlung einer Vereinigung hat Vollmacht. but under a certain spirit, a constituency meeting can use its authority in a damaging way. Aber in einer bestimmten Einstellung, Gesinnung, in einem bestimmten Geist kann eine Delegiertenversammlung diese Verantwortung oder diese Autorität missbrauchen. And that's what we mean by the spirit of independence can occur within the Und das church. meine ich damit, wenn ich sage, dass dieser Geist der Unabhängigkeit auch innerhalb der Gemeinde entstehen kann. It can occur within church structure. Dieser Geist kann innerhalb der Gemeindestruktur entstehen. It can occur within the mind of a single leader. Es kann im Denken eines einzelnen Leiters entstehen. And we must recognize that we are human leaders Wir müssen verstehen, dass wir menschliche Leiter sind. and we are human lay members. Und wir sind menschliche Laienglieder. So much of the challenge and tension within the church seems to arise in interpersonal relationships.
viele Spannungen in der Gemeinde erwachsen im Grunde aus zwischenmenschlichen Schwierigkeiten. And only God can deal with the problem of pride. Und nur Gott kann das Problem des Stolzes wirklich lösen. And we all, I suppose, participate in that element of human nature. Und We wir- have personal pride. Wir alle haben dieses Element der menschlichen Natur, diesen Stolz. And sometimes I can make arguments that I think will be important arguments in a particular decision-making process, but really what I'm trying to do is to protect my pride. Und manchmal bringe ich bestimmte Argumente vor an einem Entscheidungsprozess, aber im Grunde geht es mir nur darum, meinen Stolz zu verteidigen. As we close tonight, I remind you, we won't take the time to read it, but I remind you of Paul's symbolism of the church in 1 Corinthians 12. Wir werden das jetzt nicht im Detail lesen, aber ich möchte euch, wenn wir jetzt schließen, an dieses Bild erinnern, das Paulus in 1. Korinther 12 gebraucht, Where he talks about the body wo er die Gemeinde als Leib darstellt, and all the parts of the body, mit all den Teilen des Leibes. and how all the parts are different, Und wie er beschreibt, dass alle Teile verschieden sind yet they all belong to the body. und dennoch alle zum Leib gehören. And if you emphasize one part is more important than the other, Und wenn man betont, dass ein Teil wichtiger ist als ein anderer, you end up with a crippled body. dann hast du am Ende einen The body, verkrüppelten Leib. the body becomes handicapped Der Leib wird behindert, when there is not a right spirit in all the parts. wenn es nicht in allen Gliedern den richtigen Geist gibt. I thank you for studying on this topic this weekend. Ich möchte euch danken, dass ihr an diesem Wochenende dieses Thema studiert. There is much more time that we could spend on these things, but I trust that in the presentations we've all been stimulated in various lines of thought. Es gibt so viel mehr, was wir darüber diskutieren konnten, aber ich hoffe, dass wir durch diese Präsentationen bestimmte Gedankenanregungen mitgenommen haben. And thought along the lines of how we, in whatever role we have in the life of the church, can contribute to the strengthening of the body. Und dass wir bedenken, dass welche Rolle wir auch immer haben im Leben der Gemeinde, wir uns dann noch fragen, wie können wir das Leben und die Kraft der Gemeinde stärken. It is, after all, his church. Denn es ist immer noch seine Gemeinde. Let us treat it that way. Lasst uns die Gemeinde genau so behandeln. Let us support it Lasst that uns way. die Gemeinde auf diese Weise unterstützen. Thank you. God bless you. Dankeschön. Gott segne euch. I take it you have some questions. I do. All right. Ich möchte dir zuallererst ganz First of herzlich all, danken, I want Bruder to Cooper, thank you, Elder Cooper, für deine wichtigen und wertvollen for Ausführungen. your important and insightful presentation. Ich denke, du hast uns bewusst gemacht erneut, wie wir als Freikirche der 7-Tags-Adventisten jeden Einzelnen brauchen und wie wir Initiativen von der Basis der Laien her brauchen, um das Werk Gottes auch zu vollenden. Und ich möchte dir danken auch für den Hinweis, wie wichtig es ist, dass wir in diesem Auftrag, in diesem gemeinsamen Auftrag auch Vertrauen aufbauen und dieses Werk gemeinsam angehen. Ich habe dich in deinen Ausführungen häufig über die Notwendigkeit der Gemeinde reden hören. Und meine erste Frage wäre folgende. Glaubst du, dass die Gemeindeorganisation, die Gemeindestruktur bis zu allerletzt bestehen bleibt? Oder wird es am Ende Gemeinde geben, auch ohne die Struktur der Kirche der 7-Tags-Adventisten? Well, a very, very interesting question. Das ist wirklich eine interessante Frage. My understanding and my expectation of the way the world comes to the coming of Jesus Christ is that the church will remain. In meinem Verständnis und meiner Erwartung, wenn wir auf die Wiederkunft Jesu zugehen, ist, dass die Gemeinde bleibt. My conviction is because of Jesus saying, I will build my church. Meine Überzeugung ruht auf den Worten Jesu, ich werde meine Gemeinde bauen. Now, I think there may be some human dimensions of the church and the nature of its structure Und es mag so menschliche Dimensionen der Gemeinde und
der Natur ihrer Struktur geben. These things may be adjusted and changed. We've had change in the structure of the church, Diese Dinge können sich verändern. Und wir haben schon Veränderungen erlebt in der Struktur der but Gemeinde. we've not lost the reality of the Aber church. wir haben niemals die Realität der Gemeinde And verloren. I think it's important that we not equate the reality of the church with my awareness of today's structure of the Und wir church. dürfen nicht die Realität der Gemeinde verwechseln von meiner jetzigen Wahrnehmung der Struktur der Gemeinde. But there will be a church. Aber es wird eine Gemeinde geben. Danke. Ich habe eine andere Frage. Es ist eine sensible Frage. Wir haben in der Gemeinde einen Mechanismus, der uns hilft, auf der individuellen, persönlichen Ebene miteinander so umzugehen, dass vielleicht falsche Ansichten korrigiert werden können, wo das notwendig ist. Aber wenn wir über die individuelle Ebene hinausgehen und Gemeindeinstitutionen anschauen oder Gemeindeorganisationen, Vereinigungen, Verbände, vielleicht sogar Divisionen, dann frage ich mich oder ich frage dich, gibt es irgendeinen Mechanismus, den wir innerhalb der Gemeinde haben, wie wir auf diesen Ebenen der Institutionen und der Organisation Korrektur anwenden können, falls das notwendig wäre? Wie können wir hier agieren? Oh, brother, Oh Bruder, you have asked a very, very important question for the life of the church. du hast eine ganz, ganz wichtige Frage für das Leben der Gemeinde gestellt. We have in the church manual, we have an outline of disciplinary procedures for members, that is, individuals. In unserer Gemeindeordnung wird uns ein Weg beschrieben der korrigierenden Seelsorge für Gemeindeglieder. We do not have in organizational structure a disciplinary process for organizations. So einen Disziplinierungsprozess für Organisationen haben wir nicht. I suppose we need to say we have one, Vielleicht sollte ich sagen, wir haben einen, but it is what I call the nuclear option. aber das ist das, was ich die nukleare Option nenne. The disciplinary procedure that is in organizational structure is to dismiss the structure. Denn diese Disziplinierung bedeutet, die Struktur aufzulösen, oder? But the disciplinary procedure for members is that we can place a member under censorship for a period of time. Aber bei Gemeindegliedern ist es so, dass wir sie für eine Zeit We unter do korrigierende Seelsorge We stellen do können. not have a censorship provision for conferences or unions or divisions. So eine korrigierende Seelsorge für Vereinigungen, Unionen oder andere Einrichtungen haben wir nicht. When the church sets up an organizational unit, Wenn die Gemeinde eine Organisationseinheit ins Leben ruft, it sets up that unit with the trust dann geschieht das in dem Vertrauen, that it will always remain faithful to the life of the church. dass diese Institution der Gemeinde gegenüber immer treu sein wird. That is a huge risk. Das ist ein riesiges Risiko. You know, what keeps this church together is not policy. Denn was unsere Gemeinde zusammenhält, sind nicht Regeln. What keeps the church together is our collective submission to Jesus Christ as the head of the church. Was unsere Gemeinde zusammenhält, ist unsere gemeinsame Hingabe an Jesus Christus als dem Haupt der Gemeinde. That's ultimately what holds this church together. Das ist das, was die Gemeinde letztendlich zusammenhält. And sometimes we put a lot of strain in that. Und manchmal strapazieren wir das ganz schön. But brother, unfortunately, we do not have Aber Bruder, leider a disciplinary procedure. haben wir keinen Disziplinierungsprozess für I'm Organisationseinheiten. not sure if we had one that we would know how to use it really well. Und ich bin noch nicht sicher, dass That would wenn become problematic. wir so etwas hätten, ich bin mir nicht sicher, ob wir damit wirklich richtig umgehen könnten. Das wäre schon problematisch. Letztlich sind wir, glaube ich, in dieser wichtigen Frage auch auf das Wirken des Geistes angewiesen. Exactly. Und ich glaube, wir dürfen auch nie vergessen, in solchen Fragen tendieren wir sehr schnell zu unberechtigten Verallgemeinerungen. Wir sehen Missstände an einzelnen Stellen und Orten von Einzelnen, vielleicht von mehreren.
und wir denken, dass das die ganze Organisationsstruktur betrifft. Aber es sind Einzelne, es sind bestimmte, vielleicht mehrere, aber es ist niemals die ganze Gemeinde. Und Jesus Christus ist immer noch der Herr der Gemeinde. That's right. Bruder Cooper, vielleicht noch eine letzte persönliche Frage an dich. Ich weiß, je mehr man in der Gemeinde Verantwortung trägt und Verantwortung übernimmt in der Gemeindeleitung, umso mehr Einblicke gewinnt man auch in das Leben der Gemeinde. Nicht nur in die Dinge, die im Positiven geschehen, sondern auch die Dinge, die einem Kopfzerbrechen und Schwierigkeiten bereiten. Du bist an der Generalkonferenz, du kennst die Gemeinde weltweit, vielleicht mehr als jeder einzelne von uns in diesem Raum. Was hilft dir persönlich an diesen Irrungen und Wirrungen, die du vielleicht manchmal auch in der Gemeinde wahrnimmst, nicht irre zu gehen? Well, thank you. Yes, it is true that in the life of leadership, you will inevitably see the underside of organizational life. Es ist wahr und auch unvermeidlich, dass man auch die negative Seite in der Gemeinde wahrnimmt. But I think also to leaders is given a marvelous privilege to see the positive side, Aber Leiter haben auch das unglaubliche Vorrecht, die positive Seite zu to sehen. see people's lives changed, Und zu sehen, wie das Leben von Menschen sich verändert. to see what happens in an individual life when one accepts Jesus Christ. Zu erleben, was im Leben eines Einzelnen geschehen kann, wenn er Jesus Christus annimmt. And that single decision reframes everything in that person's life. Und wie diese Entscheidung allem im Leben dieser Person einen neuen Rahmen gibt. When we see that, Wenn wir das sehen, it overshadows those other things. dann stellt es die anderen Dinge in den Schatten. Danke. Danke auch für deine Begeisterung, die wir herausspüren und deine Liebe für diese Gemeinde, für die du doch arbeitest und deine Energie und dein Leben einsetzt. Thank you very much.